Ja, hallo, ich bin Thorsten von Haus & Technik und heute stelle ich euch eine unterbrechungsfreie Stromversorgung vor, nämlich die BEC UPS 750 von APC. Neben ein paar grundsätzlichen Themen zum Thema unterbrechungsfreie Stromversorgung stelle ich euch das Gerät dann nachher im Detail vor. Wie ist der Lieferumfang? Was hat das alles für Anschlüsse? Was kann das Gerät? Ich stelle euch weiterhin vor, wie die Überwachungssoftware von APC aussieht, was man damit alles machen kann. Und wir wollen uns natürlich live mal ansehen, wie ist eigentlich der Standby-Verbrauch von einer solchen Spannungsversorgung. Und wir wollen natürlich gucken, wie lange hält die eigentlich durch, wenn wirklich mal der Strom weg ist. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Nach dem Intro geht's weiter. Ja, was ist eigentlich ein USV und wofür braucht man das am Ende des Tages? USV steht im Deutschen für unterbrechungsfreie Stromversorgung, im Englischen die Abkürzung UPS für Uninterrupted Power Supply, und hierbei handelt es sich üblicherweise um batteriegepufferte Speicher, mit denen man also eine Stromversorgung weiter aufrechterhalten kann im Falle eines Stromausfalls bei euch zu Hause oder zum Beispiel im Büro. So, und grundsätzlich kann man damit dann natürlich empfindliche elektronische Komponenten wie euren PC, wie euren Netzwerkspeicher oder aber auch andere empfindliche elektronische Komponenten entsprechend schützen und sicherstellen, dass diese nicht durch einen Stromausfall zum Beispiel völlig unkontrolliert in einen Zustand gefahren werden, wo es eventuell zu einem Datenverlust kommt, in dem Daten zum Beispiel gar nicht mehr gespeichert werden, oder aber sogar im schlimmsten Fall zu einer mechanischen Beschädigung eurer Hardware kommen kann. Zum Beispiel, wenn, sage ich mal, bei einem Stromausfall plötzlich die Schreibleseköpfe der Festplatte sich auf der Magnetplatte zu schaffen machen, dann ist es hinterher relativ schwierig, sage ich mal, die Daten entsprechend wiederherzustellen, und natürlich habt ihr einen mechanischen Defekt. Das ist quasi am Ende des Tages der Super-GAU, der da passieren kann. So, und damit man das vermeidet, kann man entsprechend eine USV einsetzen, und bei der USV muss man wissen, die ist nicht dafür da, einfach zu sagen, okay, die Stromversorgung, die ist jetzt gesichert und ich arbeite einfach weiter, sondern die hat eine begrenzte Kapazität, und mit dieser begrenzten Kapazität ist es eigentlich geplant, dass man die Möglichkeit hat, diese Gerätschaften in einen sicheren Zustand zu überführen. Heißt also zum Beispiel, dass euer NAS runtergefahren wird, zum Beispiel, dass euer Raspi runtergefahren wird, oder wenn ihr auch einen PC dran habt, dass auch der PC runtergefahren wird. Das macht zum Beispiel diese Spannungsversorgung, die wir jetzt hier oder die ich euch hier gerade vorstelle, von APC. Die hat einen Kommunikationsanschluss über ein USB-Kabel, und wenn man den mit dem Computer verbindet, dann bekommt der Computer einen Befehl im Falle eines Stromausfalls. Erkennt die USV das ja, und die gibt halt den Befehl raus und sorgt dann dafür, dass automatisiert der PC in einen sicheren Zustand überführt wird. Wie man das macht, das zeige ich euch dann im Verlauf des Videos. Da fahren wir das ganze Thema auch nochmal scharf an. Ja, welche UPS haben wir jetzt hier gewählt oder welche USV haben wir gewählt? Wir haben eine 750 VA USV von APC gewählt. Das ist eine Line Interactive USV, das ist das mittlere Einstiegssegment der Firma. Das kommt auch ohne zusätzliche Displays. Man kann also nicht erkennen, wo steht die USV gerade, wie viel ist die Batterie geladen und so weiter. Aber das brauchen wir eigentlich auch nicht, weil wir vorhaben, diese USV-Daten entsprechend bei uns in die Hausautomatisierung einzulesen, also in den I/O-Broker. Da mache ich euch nochmal ein separates Video zu, wie wir das tun. Und dann ist das da nicht unbedingt notwendig. Das tut uns nicht weh, dass wir kein Display haben. Der Lieferumfang, die technischen Daten, die blende ich euch hier oben auch ein. Also wie gesagt, es ist eine Line Interactive USV, und diese Line Interactive USV zeichnet sich also dadurch aus, dass der Wechselrichter permanent in Betrieb ist. Das heißt also, der Wechselrichter lädt die Batterie aus dem Netz, wechselt also quasi oder richtet den Wechselstrom aus dem vorhandenen Netz entsprechend in Gleichstrom um, lädt damit die Batterie, und im Falle eines Stromausfalls wird nur noch die Wirkrichtung umgekehrt. Heißt also, der Gleichstrom, den die Batterie dann entsprechend liefert, wird über den Wechselrichter auf die Ausgangsbuchsen gelegt, und damit hat man oder erreicht man relativ kurze Umschaltzeiten.
Kurz dahingehend, sie sind kürzer als bei Offline-USVs, wo der Wechselrichter die Batterie lädt, sich dann abschaltet und erst im Fall eines Stromausfalles wieder komplett eingeschaltet wird. Da dauern die Umschaltzeiten etwas länger. Aber bei Online-USVs, wo der Wechselrichter auch permanent in Betrieb ist, da kommt man natürlich mit dem Gerät jetzt nicht dran. Da ist dann der Weg, dass, sage ich mal, kein Umschaltvorgang mehr ist, sondern das ist ganz geschmeidig, bleibt das Ding einfach online. Die sind aber auch wesentlich teurer. Wie gesagt, wir haben hier mittleres Einstiegssegment gewählt, sollte soweit okay sein. Also das Gerät an sich kommt mit 4 Kaltgerätebuchsen oder beziehungsweise mit 4 Kaltgeräteanschlüssen, hat einen USB-Kommunikationsanschluss, zusätzlich noch Netzwerkanschluss, den wir jetzt allerdings selber nicht genutzt haben und wie gesagt, kommt mit 750 VA Scheinleistung. Lasst euch von der Scheinleistung da bitte nicht blenden. Das ist nicht wirklich relevant, wenn ihr wenn ihr wählen sollt, welche USV ihr wirklich benötigt. Schaut euch an, welche Geräte wollt ihr anschließen, wie viel Leistungsaufnahme haben die, Wirkleistungsaufnahme wichtig. Und überlegt euch dann, wie lange müsst ihr die Zeit überbrücken oder welche Überbrückungszeit braucht ihr. Und daraus wählt ihr bitte dann ein entsprechendes Paket für die unterbrechungsfreie Stromversorgung. Also wir sind hier, also diese 750 VA, wie schon gerade gesagt, das Gerät hat 410 Watt Wirkleistung und kann dann diese 410 Watt bei Volllast, wenn ich die also wirklich abrufe beim Stromausfall, 1 Minute kann das halten. Das ist aber ein theoretischer Wert, der ist ja gar nicht relevant, weil wir haben das ja so dimensioniert, dass ich sage, ich habe vielleicht nur 150 Watt, die ich abrufen muss, bin damit in einem Bereich, dass ich unter Umständen 10 bis 15 Minuten Puffer nach hinten habe, bevor alles da entsprechend runtergefahren wird. So, ansonsten ist das Gerät schon nicht eins der Leichtgewichte, also 5,4 Kilogramm bringt das auf die Waage, ist schon nicht ganz ohne, aber es ist halt einfach der Bleigel-Batterie entsprechend geschuldet. Das hat nun mal einfach sein entsprechendes Gewicht. Die technischen Abmessungen oder beziehungsweise die Abmessung des Gerätes selber, wie gesagt, habe ich hier nochmal im Detail eingeblendet. Also es ist relativ schmal und auch baut nicht wirklich hoch, aber die Tiefe, die ist schon mal etwas herausfordernd vielleicht für das ein oder andere Regal, weil da natürlich hinten auch noch entsprechend die Anschlüsse für die Geräte oder aber auch den USB-Anschluss drankommen und dann wird es natürlich da unter Umständen etwas enger. Noch im Nachgang ein Nachteil dieser, wie ich sagte zu Anfang, Inline unter USV ist natürlich dieser Wechselrichter, der da permanent in Betrieb ist. Wir haben einen etwas höheren Standby-Verbrauch. Aber das gucken wir uns ja später auch nochmal im Detail an. Ja, zum Thema Lieferumfang. Also fangen wir mal an. Es kommen 2 solche Büchlein hier in verschiedensten Sprachen als Handbuch für die Inbetriebnahme beziehungsweise auch für die übliche übliche Betriebsanleitung. Die ist nicht wirklich detailliert beschrieben, aber es reicht völlig aus, um das Gerät in Betrieb zu nehmen und auch, sage ich mal, herauszufinden, wie man das ein oder andere tut oder was der einzelne Warnton vielleicht auch bedeutet, den man da im Hintergrund mal hören mag im Zweifelsfall. Zusätzlich kommt das Gerät mit diesem Kommunikationskabel, dieser USB-Anschlussleitung. Das ist ein handelsübliches USB-Kabel, dient für die Kommunikation zwischen der Spannungsversorgung und einem PC oder aber auch eurem NAS, damit entsprechend der Abschaltvorgang entsprechend eingeleitet wird. Und es kommt hier diese Kaltgeräteanschlussleitung, die kommt mit, also hier einmal mit einem Stecker auf der einen Seite und mit einer Kupplung auf der anderen Seite. Wichtig für euch zu wissen ist hier, diese Variante der USV mit den Kaltgeräteanschlüssen, die kommt nicht mit einer Schuko-Steckeranschlussleitung. Das heißt, das ist nur dieses hier. Und man geht jetzt davon aus, dass die Geräte, die ihr anschließt, schon eine Anschlussleitung mit Schuko auf Kaltgeräte haben. Das heißt, die nutzt ihr dann bitte, um das Gerät an die Steckdose anzuschließen. Und diese nutzt ihr dann quasi, um euer sekundärseitiges Gerät dann entsprechend zu versorgen. Ja, geht um die Inbetriebnahme jetzt des Gerätes und da habe ich euch das schon mal hier auf dem Tisch so ein klein wenig zurechtgestellt. Und jetzt gucken wir uns das Gerät einfach mal von hinten an, was wir hier entsprechend finden. Und zwar sehen wir hier einmal natürlich den Netzanschluss, die Netzanschlussbuchse. Wir sehen hier die 4 Kaltgeräte
Buchsen für die entsprechenden Geräte, die man anschließen kann, also auf der Ausgangsseite. Wir haben hier oben diesen Dataport, das ist für die USB-Kommunikation, zum Beispiel mit dem PC, wie wir sie hinterher brauchen werden, wenn wir den Windows-PC hier mit verbinden. Und hier gibt es noch Datenleitung in und out. Die habe ich jetzt allerdings nicht probiert, weil wir haben Glasfaser, also ich müsste jetzt mein Netz nicht unbedingt vor Überspannung schützen. Wichtig ist hier noch der gelbe Pin hier. Dahinter verbirgt sich quasi der Konnektor, damit die Batterie entsprechend mit dem Gerät verbunden wird. Wenn das Gerät ausgeliefert wird, hängt der hier so ein bisschen auf der Seite. Der hat hier so eine Halterung. Da muss man den einfach nur mal umklappen und da reinschieben, ist unproblematisch und dann funktioniert das. So, das ist das Gerät erstmal selber. Dann habe ich hier schon mal eine Dreifachsteckdose hingestellt. Und dann machen wir einfach mal weiter und sagen nämlich, so, ich brauche jetzt ja erstmal meinen Strom. Heißt also, ich schließe jetzt hier erstmal entsprechend das Kabel an. So, tue den hier rein. So, und damit hätten wir jetzt schon mal uns erstmal mit dem Netz verbunden. So, und wie ich gerade schon kurz erläutert habe, dieses Gerät kommt also nicht mit einem Netzanschlusskabel. Also dieses Netzanschlusskabel ist dann quasi von einem Gerät, was ich dann hinterher anschließen will. Und da wir momentan den nächsten Versuch oder beziehungsweise das, was ich mit euch auch gerne testen möchte, dafür brauchen wir eine Steckdose, eine Schuko-Steckdose. Und dafür habe ich mir mal hier so einen Adapter besorgt. Und den stecke ich jetzt hier hinten einfach mal rein. Und dann kann hier jedes x-beliebige Schuko-Gerät angeschlossen werden. Und wir haben hier natürlich noch ein Shelly Plug S, mit dem wir gleich die Leistung des Gerätes im Standby messen werden, beziehungsweise den wir auch gleich hier mal einstecken werden. So, das sind so die groben Sachen. Grundsätzlich, wenn ich das natürlich noch an den PC anschließen will, brauche ich dieses USB-Kabel hier. Ist auch handelsüblich. Das kommt dann hier rein, wird hier angeschlossen und dann wird entsprechend der PC daran angeschlossen. So, das ist quasi das, was man machen muss. Jetzt schalten wir das hier noch ein. So, da klackt das schon und wenn wir den jetzt einmal umdrehen, so, stellen wir das wieder ein bisschen mehr hier hin, dann sehen wir erstmal noch nichts und jetzt können wir hier, jetzt signalisiert das Gerät, ich schalte mich ein und jetzt ist er quasi an. Das, was man hier noch machen kann, viele haben ja auch schon mal moniert, dass dieses grüne LED-Licht doch etwas sehr hell ist und einen halben Raum ausleuchtet. Man kann hier also die Helligkeit einstufig verstellen. Man kann also einfach mal dimmen, da muss man hier das einfach festhalten, bis es einmal piept und jetzt loslassen. Und dann sieht man, ist die Helligkeit hier verringert. Und wenn ich das jetzt nochmal mache, dann wird er wieder heller. Ja, also das geht auch noch. So viel zum Thema der Inbetriebnahme des Gerätes. Wie gesagt, beziehungsweise die erste Aufladezeit sollte 8 Stunden nicht unterschreiten, damit der Akku dann auch die volle Leistung hat oder die volle Ladung hat. Und dann kann man das Gerät schon gebrauchen. So, und dann gucken wir uns im nächsten Schritt mal an, wie das alles so weitergeht. So, dann sind wir hier auf der APC-Website und ich wollte euch ja etwas über das Monitoring und Configuration Tool der Firma APC sagen, womit ihr eure USV entsprechend überwachen und einstellen könnt. Das ganze Thema nennt sich PowerShoot Serial Shutdown, gibt es hier in der Version 1.0 aktuell, kann hier entsprechend heruntergeladen werden. Den Link zur Website, den lasse ich euch natürlich in der Videobeschreibung, damit ihr darauf auch direkt zugreifen könnt. So, ich habe das etwa schon mal vorbereitet. Das heißt also, wir können jetzt schon mal hier entsprechend, habe ich mich schon mal eingeloggt. Heißt also, wenn man das heruntergeladen und installiert hat, dann muss man noch das ein oder andere eingeben. Das heißt also, man muss ein Passwort und auch einen Benutzernamen entsprechend definieren. Und man muss natürlich die UPS entsprechend elektrisch
verbunden haben mit dem Rechner und natürlich auch das Kommunikationskabel angeschlossen haben. Alles das haben wir schon mal gemacht und dann kommt man, wenn man die Software entsprechend startet, hier auf diese Willkommensseite, ne, steht hier Willkommen, dann gibt es hier noch einen weiteren Punkt Voreinstellung, der noch kommt und Einstellung für die Abschaltung. Also wir gehen jetzt hier entsprechend erstmal weiter, weil wir wollen ja eine Ersteinrichtung für unseren PC bzw. für die UPS hier machen. So, klicken wir auf Weiter, kommen jetzt hier auf die nächste Seite. Hier werden so ein paar Sachen abgefragt. Ne? Da möchte APC ganz gerne wissen, ob wir uns an diesem Benutzerfreundlichkeitsprogramm entsprechend beteiligen möchten. Das habe ich jetzt hier erstmal nicht angeklickt. Das kann man natürlich hier anklicken, ne? Weg und wieder wegmachen. Dann geht es da um das Thema PowerShell Updates. Wollen wir Updates aktivieren? Heißt also, sucht er sich neue Updates oder benachrichtigt ein. Auch das habe ich hier jetzt erstmal nicht angeklickt. Grundsätzlich ist das hier für den Test erstmal nicht notwendig. So, wenn wir jetzt hier auf Weitergehen, dann kommen wir jetzt in interessantere Regionen. Und zwar sind wir jetzt hier bei der Konfiguration für die entsprechenden Abschaltungen. So, und wenn hier sieht man zum Beispiel jetzt das ganze Thema Stromausfallkonfiguration. Und hier kann man jetzt einstellen, was im Falle eines Stromausfalles entsprechend zu tun ist, beziehungsweise was die UPS und der Rechner entsprechend tut. Man kann hier eingeben, sofort, und wenn ich das anklicke, dann sieht man hier unten bei Zusammenfassung der Abschaltung, was denn eigentlich passiert, wenn ein Stromausfall eintritt. Ja, das heißt also, hier wird der Abschaltvorgang sofort gestartet. So steht es hier beschrieben. Und zwar ohne Verzögerung, keine 0 Sekunden, also nach 0 Sekunden, keine Verzögerung und so weiter wird das Herunterfahren des Betriebssystems gestartet. So, jetzt gibt es hier weitere Optionen. Wenn man hier sagt, nachdem die USV für folgende Dauerbatterie betrieben wurde, jetzt sind hier 10 Sekunden eingestellt. So, und hier steht jetzt, was passiert. Der Abschaltvorgang wird gestartet, nachdem die USV 10 Sekunden über die Batterie betrieben wurde. Okay. Dann gehen wir hier, Laufzeit erreicht, nach 300 Sekunden. So, und auch hier ist jetzt wieder eine Zusammenfassung zu sehen. Der Abschaltvorgang wird gestartet, wenn die verbleibende Laufzeit kürzer als 300 Sekunden ist. Das heißt also, die Batteriekapazität ist dann nach weiteren 300 Sekunden ist die dann am Ende und die USV würde dann eigentlich auch eine Zwangsabschaltung machen. Oder aber man sagt, bei Stromausfall machen wir nichts, ne? Stromausfall nicht abschalten und dann steht hier natürlich auch, hoppala, da haben wir den jetzt gerade zugemacht. Wenn ein Stromausfall auftritt, die Abschaltvorgang wird erst gestartet, wenn die verbleibende USV-Laufzeit unter die kombinierte Konfiguration Abschalten und Anwendung für das runterfallende Betriebssystem fällt. Nämlich in dem Fall gar nicht. So. Ja, so, wir sagen jetzt einfach mal, wir möchten, wenn wir das gleich mal testen, sagen, lass uns 10 Sekunden Zeit, nachdem die USV entsprechend den Stromausfall detektiert hat und starte dann den entsprechenden Abschaltvorgang des Rechners. So, das machen wir jetzt. Dann gehen wir hier auf Fertigstellen und dann sind wir hier jetzt erstmal soweit durch. So, und jetzt sehen wir hier, können wir hier auf diese Back UPS BX750MI gehen. Wir können hier sagen, lass uns mal den USV-Status ansehen. Und da sehen wir also den Systemzustand. Wir sind im Netzspannungsbetrieb. Unsere USV-Last, das heißt also das, was wir gerade angeschlossen haben, nämlich unser Notebook, hat 26% der Last. Und wenn wir abschalten würden, hätte diese Last jetzt eine verbleibende Laufzeit von 63 Minuten. So. Jetzt können wir uns noch angucken, Status der Stromversorgung. Hier ist die Eingangsspannung entsprechend aufgelistet. Die hat 237 Volt AC. Das ist auch nicht ganz verwunderlich, das passt soweit. Und der Batteriestatus ist hier. Die Batterieladung liegt bei 97% und die Batteriespannung ist bei 14,3 Volt DC. So, wenn wir jetzt hier oben drauf gehen, können wir hier noch weiter auf das Batteriemanagement gehen. Und auch hier sehen wir das ein oder andere, was wir vielleicht schon kennen. Der Batteriestatus ist normal, Batterieladung, die haben wir gerade schon gesehen, 97%. Die Spannung haben wir auch schon gesehen, 14,3 Volt. Und die verbleibende Laufzeit 63 Minuten. Das, was wir gerade noch nicht gesehen haben, ist hier das Batterieinstallationsdatum. Das habe ich schon mal hier mit dem Monat 11 aus dem Jahr 2023 eingetragen. Und man kann hier jetzt zum Beispiel eine Batterie nachbestellen. So, wobei man dazu sagen muss, APC empfiehlt oder man kann diese Batterie tauschen, aber es wird empfohlen, das nicht selber zu tun, sondern das durch einen entsprechend ausgebildeten Menschen tun zu lassen. Was auch immer das bedeutet, keine Ahnung. Aber ich hoffe mal, die hält jetzt auch erstmal. So, bei der Diagnose kann man jetzt gucken, wann ist der letzte Selbsttest gemacht worden. Dann kann die USV sich selber testen. Das ist hier am 21. November mal passiert. Da hat die sich anscheinend selber getestet.
und der Test war bestanden. Alles gut. So, man kann hier natürlich jetzt auch das entsprechend initiieren und kann sagen, ich möchte einen Selbsttest durchführen oder aber ich möchte einen Testalarm generieren. Lassen wir jetzt mal sein, kann man aber hier entsprechend machen. So, wir waren bei der Diagnose, Entschuldigung, und dann gehen wir zu den USV-Einstellungen. So, und hier sehen wir jetzt Empfindlichkeit für Überspannung oder Unterspannung. Das heißt also, die USV kann alarmieren oder aber auch Abschaltvorgänge entsprechend einleiten, wenn bestimmte Grenzwerte überschritten sind. Und diese Grenzwerte kann man hier oder die Empfindlichkeit kann man hier, glaube ich, verändern mit hoch oder auch mit niedrig. Und die steht jetzt hier auf Mittel und die Grenzwerte liegen bei 295 Volt AC für die Überspannung und für die 145 Volt AC für eine Unterspannung. Und was man dann noch machen kann, ist hier, man kann akustischen Alarm aktivieren oder deaktivieren. Wenn man das auf Deaktivieren stellt und auf Übernehmen klickt, dann wird das entsprechend an die USV übermittelt und dann sieht man hier oben auch in diesem Schnellstatus, hier ist der akustische Alarm deaktiviert. Ja, das heißt also, jetzt, was auch immer jetzt passiert, die USV würde also jetzt nicht piepen oder ähnliches machen, sondern die würde einfach nur still ihre Tätigkeiten ausführen. So, wir wollen den aber aktivieren und sagen wieder übernehmen. Und hier gibt es unten noch den Schwellenwert für die USV-Ausgangslast. Die USV kann ja nicht mehr als die 410 Watt und man darf die auch nicht überlasten entsprechend. Also ich darf hier an die USV nicht mehr als 410 Watt insgesamt anschließen. Ansonsten wird es auch hier einen entsprechenden Alarm geben und die USV würde unter Umständen in einen sicheren Zustand überführt werden. So, damit waren wir hier jetzt eigentlich aus dem ersten Reiter fertig. Jetzt kommen wir hier zu dem Reiter PowerShoot. Ereigniskonfiguration können wir uns hier noch angucken. Hier sieht man zum Beispiel, wie die USV reagiert, wenn bestimmte Ereignisse eintreten. Also hier haben wir kritische Ereignisse, heißt also die Kommunikation zum Batteriebetrieb wird unterbrochen. Damit würde einmal eine Protokollierung ausgelöst und es würde eine Abschaltung generiert. Und auch bei niedrigerem Batteriestand würde eine Protokollierung passieren, aber keine Abschaltung. Das kann man also einstellen. Man kann hier noch sagen, ich möchte das alles per E-Mail auch noch bekommen und so weiter und so fort. Und dann geht es hier weiter unten, geht es dann mit Warnungen weiter, die man hier entsprechend konfigurieren kann. Heißt also, welche Ereignisse eine Protokollierung entsprechend hervorrufen oder aber eine E-Mail oder aber auch eine Abschaltung initiieren. Heißt also, wenn wir in den Batteriebetrieb gehen, ist hier jetzt keine Abschaltung initiiert, aber wenn zum Beispiel der Schwellenwert für die Dauer im Batteriebetrieb überschritten wird, dann würde auch hier eine entsprechende Abschaltung generiert und entsprechend auch protokolliert. So, die ganzen Protokolle, die kann man sich hier angucken. Dann gibt es das ganze Thema auch noch, was man einfach informativ sich eigentlich zuschicken lassen kann, also dass es protokolliert wird oder per E-Mail geschickt wird. Da gibt es hier auch noch eine ganze Latte, die man machen kann. Ich habe das jetzt einfach erstmal so gelassen, wie es ist. Und da muss man dann vielleicht bei Bedarf nochmal sagen, also der überflutet mich mit Nachrichten oder eben nicht. Und dann kann man das hier entsprechend nachjustieren, wie man das gerne haben möchte. Bei den E-Mail-Einstellungen, da sehen wir jetzt, da kann ich jetzt natürlich meine Konfiguration eingeben, wie ich per E-Mail benachrichtigt werden will, also über welchen SMTP-Server, also den muss ich natürlich angeben. Heißt also, ich kann hier einen Server eingeben, von welcher E-Mail-Adresse, welchen Port, habe ich hier noch irgendwelche Sicherheitseinstellungen, SSL oder TLS, habe ich eine Server-Identitätsprüfung, die ich aktivieren möchte und hier kann ich natürlich dann sagen, an welche E-Mail-Adresse ich das eigentlich schicken möchte. So, dann gibt es hier weitere Möglichkeiten, E-Mail-Authentifizierung, was man da alles machen kann, Serverkennworte und so weiter und so fort. Und ich kann auch Kontaktinformationen eingeben, die dann unter Umständen auch noch mitgeschickt werden. So, das ist jetzt bei mir alles leer, weil meine Hauptstoßrichtung für diese USV nachher in Richtung NAS geht, also wir werden eine Synology anschließen und der PC ist jetzt eigentlich nur zu Testzwecken, von daher und bei der Synology brauche ich das PowerShoot hier nicht, dementsprechend würde ich hier auch erstmal nichts unbedingt eintragen.
So, dann können wir hier noch auf die Voreinstellung gehen. Voreinstellung, da finden wir das wieder, was wir gerade bei der Ersteinrichtung hatten. Na, da wird wieder gefragt nach diesem Programm. Das wollen wir aber alles gar nicht. So, bei der Abschaltung können wir die Ersteinrichtung anwählen. Da kommen wir wieder in dieses Ersteinrichtungsmenü. Und wenn wir hier Einstellung für die Abschaltung anwählen, dann sehen wir, da sind wir genau auf der Konfigurationsseite, die wir gerade auch voreingestellt haben. Heißt also, wir finden hier unsere 10 Sekunden wieder. So, dann haben wir noch den Reiter Energiemanagement. Und da können wir sagen, Energieberichterstattung. Da schauen wir mal, also der sagt jetzt hier, wie viel Energie bislang über die USV verbraucht wurde, welche Kosten und wie viel CO2. Weiß ich jetzt nicht, ob man das unbedingt braucht. Also ich hätte jetzt persönlich keinen Anwendungsbereich dafür. Aber wer es mag, kann da natürlich gerne auch sich mit Daten entsprechend hinterlegen. Das macht man nämlich hier bei den Energieeinstellungen. Na, da wählt man das Land aus, da sagt man, welche Kosten habe ich pro Kilowattstunde und welche CO2-Emissionen habe ich pro Kilowattstunde. Und dann ergibt sich auf dem anderen Bild, je nachdem, was man über die USV alles verbraucht hat, dann entsprechend auch ergeben sich die Angaben hier oben. So, bei der Protokollierung schauen wir hier, das ist der letzte Reiter, Ereignisprotokoll. Und hier sieht man also, was so alles so passiert ist in den letzten Tagen. Ne? Mal Kommunikation eingerichtet heute zum Beispiel. Hier sind Benutzer angemeldet, abgemeldet und so weiter. Das ist also das Ereignisprotokoll der USV. Die war also jetzt in den letzten Tagen zwischendurch mal einfach in Betrieb, habe ich die mal ein bisschen laufen lassen, auch mal reingeschaut, aber jetzt nicht wirklich großartig entsprechend genutzt. So, wenn wir auf das Datenprotokoll gucken, bei dem Datenprotokoll sehen wir entsprechend, was zu bestimmten Zeiten oder Events entsprechend an der Maschine los war. Hauptsächlich, sage ich mal, hier die Eingangsspannung wird protokolliert, die Batteriespannung wird protokolliert und die Batterieladung wird protokolliert. Und natürlich hier am Ende oder hier ganz kurz vor der vorletzte Reiter hier oder die vorletzte Spalte, die USV-Last. So, ansonsten gibt es hier nicht viel zu sehen. Man kann hier noch konfigurieren, indem man sagt, Spalten ein- und ausblenden. Da könnte man jetzt unter Umständen sagen, alles das, was sowieso die USV hier nicht an Daten liefert, die kann ich mir auch alle ausblenden, dann sehe ich das etwas besser. Das ist aber je nach Geschmack, kann man sich das alles überlegen. Und das Gleiche kann ich hier jetzt auch noch, ne, Protokolleinstellungen, da kann ich jetzt das Ereignisprotokoll auch noch mal konfigurieren, dass ich sage, ich möchte das aktivieren oder gar nicht aktivieren. Wie lang möchte ich Daten vorhalten, zum Beispiel jetzt für einen Monat. Und die maximale Protokollgröße steht jetzt hier bei 1000 Ereignisse. Das sind die Voreinstellungen, die das System mitbringt. Das Gleiche gilt hier für das Datenprotokoll. Ne? Ein Monat oder aber das Datenaufzeichnungsintervall liegt bei 20 Minuten aktuell. Kann man modifizieren, wenn man das möchte. So, jetzt hat man hier noch die Möglichkeit, hier hatte ich gerade schon gesagt, ne, hier akustischen Alarm, den kann man hier entsprechend ein- oder ausschalten. Jetzt ist er ausgeschaltet. Hier geht das übrigens, ohne dass man irgendwie eine eine Confirmation machen muss. Das heißt, dass ich auf Übernehmen klicke. Und wenn ich hier auf den Schnellstatus gehe, dann kommt mir ein zusätzliches Übersichtsbild, in dem der Gerätestatus entsprechend hier nochmal aufgelistet wird. Hier sehe ich auch, mit welcher Version ich unterwegs bin und dass kein Update unterwegs ist. So, damit sind wir eigentlich, was das ganze Thema angeht, was kann diese Software, was kann man hier alles so machen, sind wir damit eigentlich durch. Und das, was uns jetzt noch am Ende des Tages fehlt, ist eigentlich wirklich zu gucken, wie funktioniert das jetzt? Ne? Und dazu würde ich jetzt einfach sagen, schalte ich jetzt einfach mal meine Netzspannung hier weg und da mache ich jetzt einfach mal Klick. Jetzt hat das entsprechend umgeschaltet. Und jetzt müssten wir eigentlich nach 10 Minuten oder nach 10 Sekunden, so, da kommt er. Also der sagt jetzt, er generated einen Shutdown. Das heißt also, ich höre jetzt mit dem Reden auf, weil ich davon ausgehe, dass auch das System gleich hier entsprechend alles runterfährt und damit auch das Video abbricht. Also so sieht das aus, wenn die USV dann entsprechend eine Abschaltung. Ja, so, jetzt haben wir hier unseren ersten Testaufbau. Also was jetzt in dem Aufbau wichtig ist, ist einfach nur die USV, die wir vorne sehen, die ist ausgeschaltet. Wir haben diese Dreifachsteckdose, die ist eingeschaltet und wir haben die USV über ein Shelly Plug S
an die Dreifachsteckdose angeschlossen und auch der Shelly Plug S ist angeschlossen. Und da gucken wir uns gleich einfach mal an, was der für einen Standby-Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand hat, bei, wohlgemerkt, geladener Batterie. Also wir haben hier gerade, die Batteriekapazität ist 100% oder Batteriestatus ist 100%. Und dementsprechend dürften keine Ladeströme in die Batterie fließen. Wir reden hier also rein über die Leistung, die das Gerät also im Standby oder aber über den aktiven Wechselrichter verbraucht. So, und da schalten wir jetzt mal auf unser Telefon, wo wir nämlich mit der Shelly App das Ganze nämlich uns anschauen können. Und da machen wir jetzt einmal eine. So, und da haben wir jetzt die Aufnahme. Da sehen wir also, wir haben unser Shelly verbraucht momentan 15,5 Watt. Wenn ich den jetzt hier einmal kurz ausschalte, dann hören wir, an der Backup-Batterie hat sich jetzt was getan oder an der USV. Und wenn ich den jetzt wieder einschalte, dann hören wir das auch entsprechend. Und jetzt sehen wir, da kommt jetzt auch die Leistung zurück. Und aktuell sieht das jetzt so aus, als wenn er 9,1 Watt verbraucht. So, die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, was verbraucht er, wenn ich den jetzt ohne Last entsprechend einfach mal einschalte. Und das tue ich jetzt einfach mal, indem ich hier das Gerät einschalte. So, und da sehe ich eigentlich überhaupt keine Veränderung. Doch, jetzt geht er einmal kurz auf 0, das heißt, er schaltet um und geht wieder zurück auf 9,2 Watt. Das ist eigentlich etwas, was mich ein klein wenig überrascht, dass die Standby-Leistung oder die Leistungsaufnahme des Gerätes, wenn es in Betrieb ist und keine Last angeschlossen hat, gleich ist oder ähnlich ist zu dem Punkt, wenn es ausgeschaltet ist. Das heißt also eigentlich im Standby läuft und auch der Wechselrichter eigentlich gar nicht in Betrieb sein dürfte. Das ist etwas verwunderlich. Aber okay, ist so. Also haben wir eine Leistung, die ungefähr 9 Watt beträgt. Und damit ist der erste Testversuch schon mal abgeschlossen. So, jetzt haben wir hier den Testaufbau etwas verändert. Und zwar haben wir jetzt eine Glühlampe an die USV angeschlossen. Die hat 100 Watt. Und das Ganze messen wir auch über ein Shelly. Das gucken wir uns gleich an. Und wir werden dann gleich entsprechend einen Ausfall simulieren. Das heißt, ich werde die Dreifachsteckdose, die an die USV angeschlossen ist, die werde ich entsprechend ausschalten. Und wir werden dann gucken, wie lange diese 100 Watt Glühlampe dann wirklich auch aus der USV gespeist werden kann, beziehungsweise wann die USV da auch die Grätsche macht, in Anführungszeichen. Ne? Also die Kennlinien sehen ja immer ganz nett aus. Und dann steht da ja auch, wenn ich so und so eine Leistung dran tue, wie lange das dann alles hält. Und das möchte ich jetzt einfach mal sehen, ob das auch wirklich so funktioniert. So, und dafür machen wir jetzt gleich den Shelly an und dann sehen wir, dass die Lampe erstmal leuchtet. So, Lampe ist an und der Shelly sagt, also wir haben ungefähr 105 Watt. Okay, das ist jetzt schon mal eine Hausnummer. Damit können wir in Anführungszeichen leben. So, und damit wir jetzt auch rausfinden, was passiert, werde ich jetzt einfach die USV entsprechend abschalten. Das machen wir jetzt hier und klack. So. Wir sehen, unsere Lampe leuchtet weiter. Wir haben weiterhin 105 Watt. Und was wir jetzt noch machen ist, dass wir, zack, den Timer starten. Kommt auf den Schnaps ja nicht an. Wir wollen ja hier keine Rennzeiten messen, sondern einfach nur grob sehen, ob die USV auch wirklich, ob die 15 Minuten hält oder ob die 25 Minuten hält. Da kommt es mir nicht auf 30 Sekunden an. Das ist nicht das Thema. So, das piept jetzt hier fleißig vor sich hin. Und ich würde einfach sagen, wir lassen das hier weiter laufen. Und ich denke mal, bei 100 Watt
Da dürften wir irgendwo so bei 15 Minuten oder irgendwie sowas liegen. Wir lassen das hier einfach weiterlaufen und ich melde mich dann gleich wieder bei euch. So, 10 Minuten. Grundsätzlich würde ich sagen, dürften wir Halbzeit haben. Ja? Lassen wir mal weiterlaufen. Ja, 20 Minuten sind rum. Momentan läuft alles noch. Man sieht auch keine Helligkeitsveränderung. Wir gucken jetzt noch mal hier auf den Shelly. Wir haben immer noch 105 bzw. 106 Watt. Ja, schauen wir mal weiter, wie lange es noch läuft. Aha, jetzt scheint er den Restlebenszustand erreicht zu haben. Macht sich bemerkbar durch lautes, schnelles Piepen. Man sieht es und man hört es auch, ne? Also die LED blinkt jetzt schneller. Man hört das Piepen. Also ich gehe davon aus, dass wir jetzt gleich unsere Spannungsversorgung verlieren werden. Gucken wir mal. So, da sind wir bei ja, etwas über 26 Minuten. Gut. Ja, die Maschine piept weiterhin. Wir werden jetzt einfach mal das Netzteil wieder einschalten hier, oder beziehungsweise die Steckdosenleiste wieder einschalten. So, da sind wir wieder zurück. So, das war sie schon, die Vorstellung von unserer APS Back UPS 750. Das Fazit ist, das Gerät hat wesentlich länger durchgehalten als eigentlich beschrieben oder eigentlich gefordert. Das mag natürlich daran liegen, die Batterie ist niegelnagelneu, also von daher ist das alles noch natürlich sehr, sehr frisch, aber nichtsdestotrotz eigentlich, sie hält das, was sie verspricht, ist wesentlich besser. Das ist das, was ich als Fazit sagen kann. Ja, es ist so, dass der Standby-Verbrauch mit etwas über 10 Watt oder rund um die 10 Watt, je nachdem wie der Zustand gerade ist, der ist nicht gerade unerheblich, aber das ist, glaube ich, für eine
solche UPS relativ normal. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch etwas weiterhelfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen rauf da. Ich freue mich über jedes Like. Ich kann jedes Like gebrauchen und gerne natürlich auch ein Abo. Und wenn ihr die Glocke drückt, dann werdet ihr natürlich auch immer informiert, wenn ich hier auf dem Kanal etwas Neues mache. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuschauen und gerne wieder hier bei Haus und Technik. Dankeschön. Tschüss.